Was macht ihr denn schon wieder, Baubrot? Also gestern hat es den ganzen Tag noch geregnet. Wir konnten nicht anfangen. Es war ja schrecklich. Ich will jetzt mal gucken, ob ich hier so aufs Dach komme. Ach, so war das hier. Ja. Gammelig? Na gut. Wieso? Also das ist ja hier noch so, ne? Wir hatten damals hier die Röhrenkollektoren aufgebaut. Das sind insgesamt 6-7 Meter Röhrenkollektor. Jeweils 30 Röhren. So, das funktioniert. Der macht jetzt gerade auch warm Wasser. Pufferspeicher warm. Das funktioniert alles. Das Einzige, was ich denke, ist, da könnte mehr kommen. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an den Röhren. Auf jeden Fall finde ich, das ist zu wenig Ertrag. Aber gut, keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen. Ich messe es auch nicht aus und ich werde es auch nicht nachkalkulieren und pipapo. Wenn die Sonne nicht scheint, so wie jetzt, sondern nur verhangener Himmel ist, was wir oft haben in Ostfriesland. Ostfriesland ist das Schönste, nicht? Dann hast du keinen Ertrag. Oder dann hast du das, wärmt sich nur ganz bisschen auf, pumpt kaum und da kommt auch nichts an. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, ich dachte, dass die auch bei diffus, die sagen doch immer, die Röhren sind bei diffusem Licht besser als die Flachkollektoren. Oh. Ja, wie viel besser müssen die, also wie schlecht müssen die Flachkollektoren denn sein? Und deshalb wollen wir jetzt endlich mal die PV-Solar aufschrauben aufs Blechdach. Das haben ja vielleicht viele so ein Blechdach und da wollen wir zeigen, wie wir das machen. Und dem einen oder anderen kann das ja vielleicht eine Idee mitgeben. Deswegen machen wir das doch, um auch anderen zu helfen, wenn die eine Idee haben. Das geht nicht. Guck ich mal bei Baubrust, die haben das irgendwie hingekriegt. Auch wenn es das mit Schaum, komischem Tape und falsche Schrauben in den Dübeln, also alles verkehrt, aber es hält und es geht und es ist okay. Und keiner interessiert es, ob dann irgendwie komisch aussieht aus dem Dach. Baubrust-Style. Wobei ich schon sagen muss, ich finde auch die Röhren sehen auch komisch aus, aber weißt du, du kannst heute nicht mehr nach Ästhetik gehen. Ja, einige Reiche, dann sitzen sie da in ihren Neubauten oder in ihren restaurierten, weiß ich nicht. Ist alles cool, könnt ihr alles machen. Aber der normale Mensch kann sich das nicht leisten. Schon gar nicht, ne? Du weißt schon. Ich konnte gar nicht gut schlafen letzte Nacht. Gar nicht. Gar nicht. Ich habe schon 4 Nächte hintereinander nicht gut geschlafen. Langsam reicht's. Dieser ganze Quatsch muss ja irgendwie nach oben, ne? Von da rein und durch die Not der Montage hier gesehen. Ja, ich tue es dir hochreichen. Ich habe geguckt, also die soll man zwischen 20 und 45 Abstand von der Kante montieren. Und wir gehen in diese Richtung. Ja, da ist wieder eine andere, klar, ne, da ist eine andere Abstufung. Also du kannst die entweder hier noch, sag ich mal, hinmachen. Das finde ich ist schon recht zu weit außen, ne? Du kannst aber auch bis hier gehen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was gut ist. Ich habe die jetzt am innersten. Das heißt natürlich, das Modul, das steht außen weiter über. Wahrscheinlich macht man sich schon wieder viel zu viel Gedanken. Aber es soll schon ungefähr richtig sein. Was wäre denn, wenn wir sagen, wir gehen hier hin, bei dieser Zelle, bei der 4. Zelle von außen hin. Das wäre auch nicht schlecht. Oh. Ne? Das finde ich eigentlich gut. Dann sind wir innerhalb der Toleranz. Ne? 40 bis 45 wäre hier. Das finde ich optisch auch das sieht nicht komisch aus. Manchmal sieht das so instabil optisch schon aus. Das mag ich nicht. Nicht, dass ich da jetzt ständig gucke, aber so. Und die kommen dann ja so quer darauf und werden dann eben dementsprechend angeschraubt. Die Schienen werden natürlich nachher unter das Panel gesetzt, klar. So. Ja, dann wollen wir es so machen. Das heißt, wir können hier jetzt messen. Von meiner Kante messe ich jetzt hier einfach 35. Die Mitte muss 35 sein. So, das setze ich auf 35. Das hier auch 35 ist. Dann messe ich jetzt hier und das sind dann 137,5. Fail. Kannst du das nicht anders anhalten? Ja, 137. Also 35 und 137. Guck, da schau her. So kommen die ja. Also hier kommt keine, aber ich mache das jetzt mal so dahin, dass du einen kleinen Abstand generierst, der immer gleich ist. Ach so. Und dann hast du hier 35. Ja, das sind genau 2 cm. Okay, dann sind das
36 mal 2, 6, 12, 8, 72. Ja, dann sind es ja 737 minus 35 sind ja 102. Da müsste ja 102 zwischen denen sein, ne? Mathe-Ass. Mensch, Baubros, ihr seid ja die Mathe-Bros. Ja, 102. Ihr seid ja die Mathe-Bros. Das sind ja Mathe-Esser. Ihr seid ja Esser. Ihr seid ja richtige Esser. Ich werde das jetzt mal notieren. Ja, das passt aber sehr gut. Ja, okay, dann machen wir 36. Hier ist schon so eine Rostschraube. Die ist nicht mal richtig fest im Weg. Kein Wunder, dass es reinregnet. Wieso ist die eigentlich nicht fest? Okay, und der wird wahrscheinlich so kommen. Ja, so muss er kommen. Man könnte natürlich auch sagen, man schraubt die raus und die dadurch wieder rein, ne? Aber komm. Dann kannst du das Ding wieder nicht durchschieben. Keine fiese Maton. Ah ja. Achtung, der läuft. Vorsicht. Hallihallo, also Vorsicht mit der Aufnahme. Wollen wir noch? Soll ich jetzt schon die Blechschrauben gleich an den Stift? Ja, doch, auf jeden Fall. 102 von der Mitte jetzt hier so gerechnet. Dann sind wir da circa 102, ja. Das wäre dann ungefähr so. Dann würde ja eigentlich hier der hinkommen. So. Und da muss der halt drüber reichen. Deswegen sind die 40. Ich hätte jetzt gedacht, die sind länger jetzt im Vergleich zum Dach, aber okay. So, jetzt müssen wir ja mal gucken, wenn wir jetzt, was haben wir gesagt, 1,13 Meter. Wenn wir jetzt ans Äußerste gehen, von da 1,13 Meter sind wir hier. Ja. So, jetzt rechne ich von hier nochmal 1,13 Meter. Wo sind wir dann? Ja, dann kommen wir hier nämlich rüber. So. So ist das dann, das Panel. Du müsstest aber eigentlich 1,14 Meter rechnen, Ja. weil noch 2 cm links kommt. Aber was will ich machen? Du hast gesagt, es ist egal. Das einzig Blöde ist, Hält ja nicht da. dass das auf dem Plastik ist. Ja. Sag mir nicht, jetzt passen die Paneele nicht. In dem Fall wären ja vielleicht doch lange Schienen besser gewesen, ne? Wenn ich das so sehe. Na toll. Was soll ich machen jetzt? Der hier das Überspannen. Ja, hier kannst du ihn ja festschrauben. geht er doch. Und da lässt man ihn dann so. Nee, da machen wir auch zwei. Da machen wir auch eine rein. Aufs Plastik. Aber ich kann die auch nicht anders hinmachen. Nee, das Plastik, das zieht sich ja auch nicht ran. Dann ist auch nicht dicht. Dann musst du auch echt anschauen. So, ich richte jetzt hier diese Schiene aus, so wie wir es vorher ausgerechnet hatten. Ich mache jetzt einen Zentimeter mehr. Also das Modul geht bei uns fast ganz hier bis an die Kante. Ein Zentimeter weniger jetzt wegen hier diesen Schrauben. Dann hätte es nicht gepasst. Und jetzt nehme ich mir hier diesen Akkuschrauber. Was ist das für einer? Das ist ein normaler GSB 18 Volt 21. Ich mache jetzt erst auf der anderen Seite an, damit er mir nicht so weggeht. Mehr kann der nicht, oder was? Das sind selbstfurchende Schrauben, das sind keine selbstschneidenden. Das gibt's wirklich, das wusste ich auch nicht, aber die sind so, weil das sind ganz dicke Schrauben. Für Dünnblech nimmt man die dicken. Leute, ihr zerfurcht euch das ganze Dach. Ja, aber der ist doch stabil. Der ist richtig stabil. Die Schrauben waren jetzt auch nicht teuer, die habe ich bei eBay günstig geschossen. 200 Stück, unter 40 Euro. Mache ich mal einen Link in der Videobeschreibung. Ich wollte die erst da beim Montageverein da kaufen, da waren die doppelt so teuer. Die furchen halt. Ja. Die furchen auch, wenn sie billiger sind. Die sind jetzt V2A-Schrauben. Die anderen hatten 6 mm. Ich so, oh, dann passen die gar nicht in die Löcher von den Schienen. Die Schienen haben gar keine Löcher.
habe ich auch gedacht. So, wenn wir jetzt die 4 haben, dann legen wir hier mal ein Modul hin und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja. 1, 2, 3 und jetzt fehlt noch einer. Klasse, ja genau, da bin ich mal gespannt. Weil, wenn das dann nicht geht alles, dann ja, müssen wir uns nochmal was an. Und du machst es von Innenkante nach Innenkante, misst du jetzt? Ja, das kann man ja auch. Einfacher zu messen, weißt du? Machen wir es hier auch so. Ach, weil hier 2 übereinander sind? Ja, deswegen. Kann sein. Vielleicht können wir da vorbohren. Ja. Ich glaube, wir müssen alle vorbohren. Das sind wir Sehen hier, dass ich gequält, weil hier die Bleche überlappen. Das ist ihm dann schon zu viel. Dann bohre ich jetzt einfach mal vor. Dann kann ich den nämlich auch mit diesem Knattermax hier reinhauen. So, ich habe mir jetzt hier so eine Mittelklemme, eine Zylinderschraube und einen Nutenstein genommen und den mache ich mir jetzt hier rein. Der kommt natürlich hier ganz am Ende. Ja, ich weiß, wir haben nur Mittelklemmen, ist ja egal. Halten tut das auch. Ist schöner, ne? Ich bräuchte den Dual Drill von Mediashop. Geht schöner, ne, muss ich sagen. So, ich mache jetzt hier wieder den Nutenfail. Nutenfail. So. Zack, da kommt er ungefähr hin. Das gleiche natürlich in der Mitte. Klar, logisch, natürlich. Ich habe jetzt hier mal das erste Panel mal geholt. Mit dem Gideon zusammen gerade. Das lege ich mir jetzt hier hin. Ah ja, das sieht ja gut aus. Das hattest du dich mir so ähnlich vorgestellt. Ja. Seid ihr bescheuert, dass ihr die so flach hinlegt? Ja. Ja. Du müsstest jetzt mal schauen, dass der da parallel zum Dach ist. Das wäre gut. Ja, sieht gut aus. So, liebe Leute, wir haben jetzt hier eine komplette Reihe an der Kante die Schienen gemacht. Deswegen haben wir auch einmal das Probepanel gelegt da vorne. Ich sage mal Panel, ich meine Modul. Kriegt euch nicht auf. Panel, Modul hingelegt. Und genau hier kommen ja noch 2. Und dann haben wir es so gemacht, dass hier kommen dann ja die Röhren schön senkrecht, steil meine ich, dass man hier noch lang laufen kann. Das heißt, das Panel geht bis da und die Röhren stehen etwas schräg drauf, weil Süden ist nicht ganz in Flucht der Garage. Deshalb hat man da mehr Platz, weil das schief auf dem Dach Genau, steht. die gehen dann hier so. Ja. Genau, es geht relativ lang. Gerade die Paneele natürlich. Und so die Paneele. Modulpaneele. Solar. Solar. Ja, und nun, wie geht's nun weiter? Jetzt haben wir die Schienen auf einer Seite fest, auf dem richtigen Abstand und schön festgeschraubt. Das gleiche wollte ich jetzt auf einem ganz anderen Ende machen, an der anderen Kante. Und dann wollte ich dazwischen einfach eine Schnur spannen und dann immer die zwischen machen. Ich will mich nicht noch vermessen, dann sind die Module schief, dann sind die nicht in einer Reihe. Wir machen jetzt hier genau den gleichen dahin, fangen wieder von unten an, messen uns hoch und dann ist das top. Ja. Fertig. Ja, was wir halt gucken müssen, ist, dass die Kabel rausgucken, bevor man es festschraubt. Ja. Ja, okay. Aber lohnt sich jetzt überhaupt? Hier sind ja nur Wolken. Lohnt sich gar nicht. Bau ab. Weißt du, das wird irgendwo in China hergestellt, wo die Sonne ohne Ende bei Olympia, dann haben die mit ihren Jets das Zeug gesprüht, dass sie da richtig Sonne haben. Da lohnt sich das natürlich. Liebe Politiker, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie das Wetter zu manipulieren, sollte es die Möglichkeit geben. Ich kann es mir ja nicht vorstellen.
Dann bitte macht es, ich will mehr Solarertrag, verdammt. Ah, ja, Ja, da ist danke, sie. endlich Jawohl, mal. 100%. Dieses Hab und wie das alles heißt. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Wenn die das machen, ich weiß es ja nicht, das gilt ja als Verschwörungstheorie, dann finde ich das nicht gut. Ne? Die sollen aufhören. Ich will nicht mit Habwolken haben hier. Baubro-Android. Ich bin ein Baubroid. So, jetzt Schienen müssen da hier auch hin. Die Frau, weißt du, wie die das gezählt hat? Ich war das hier abholen bei seiner Firma. Ja, das ist ein 50er Karton. Ich nehme 2 raus, dann kannst du so mitnehmen. Ehrlich? Ja, so zählen die das. Wenn jetzt einer fehlt, dann rufe ich an, die dürfen wir hier vorbeibringen. Man kommt ja nachher gar nicht mehr gut an diese Leuchtstreifen hier. Wie heißt das denn? Oberlichter sind das ja für die Garage. Das waren auch teure Dinger. Die sind also, könnt ihr ja mal gucken, Sandwich-Paneele als lichtdurchlässig. Und die sind völlig verdreckst. Die sind jetzt 15 Jahre alt. Da haben wir die Garage gebraut. Zu schrubben. Ich hoffe, dass diese Flechten auch abgehen. Ah, guck mal doch, die gehen ab. Das ist gut. Ja, dann lasst das mal machen. Schrubben wir das mal. Ich mache das schon mal nass. Ne? Ja. Vorher, nachher. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Ein Traum. Ein Traum. Hätte ich nicht gedacht. Das sieht echt gut aus. Ja. Sieht gut aus wie neu. Ja. Ja. Sonnenbrand in der Garage. Nee, wunderschön. Ja, ich glaube, es ist jetzt schon doppelt so hell unten. Ne? War schon eine ganz schöne Brühe, die da runterkam. Ja. Und jetzt einfach so ein langes eine Mauerschlüssel holen. Ah ja, hier einfach so eine Schlaufe dran. So, ich mache mir das hier rein. Dann machen wir hier die Schraube so, dass das nicht verschiebt. Und dann gucken wir, was passt. Dann machen wir hier eine Schlaufe rein. Zack. Fertig. Was? Dann kann man die mittig drunter setzen und anknallen. Das heißt, wir brauchen gar nichts mehr messen. Ja, das ist gut. So, jetzt kann ich nämlich schön meine Halteschienen hier mit der Mittelrille da ausrichten. Jetzt kann ich die schon festschrauben. So. Und hier müsste es dann so sein. Ne? Das ergibt sich ja dadurch dann. Und natürlich so wenig wie möglich über die neuen sauberen Paneele gehen. Die Lichtplatten werden leicht überdeckt, aber nur bis zur Hälfte. Dafür haben wir halt fast doppelt so viele Paneele, die hier raufgehen. Panels. Ich sage immer Paneele wegen Panels. Das ist aus dem Englischen. Ach, du bist Englisch. Also. Sag mal, wenn wir jetzt hier machen würden, dann sind die Paneele 1,13. Mit den Haltern 1,17. Dann rechnen jetzt, gucken wir jetzt mal. Wenn wir jetzt natürlich sagen, gut, wir gehen in beide Richtungen. 1,17. Geht nicht, ne? Ja. Diese dann, beiden müssen so dumm reinragen, das ist leider so. wenn das so wie gehen würde, wäre das natürlich toll, ne? Mist, da hätten wir, ja. Einer muss reinragen, ja. Einer kann so nur überstehen. Ja, so. Der andere muss leider rüber. Aber das Panel geht nur bis da. Wenn wir das hier mittig machen, dann ragt das kaum rüber. Das ist nur, dass diese Schiene rüber ragt. Wollen wir das nach hier machen oder nach da? Ich würde es bei diesem, wo das Kunststoff überlappt, hinmachen. Also nach hier. Der wird ja auch nur, das sieht jetzt so aus, als wenn die so weit rüber gehen. Das ist ja gar nicht. Nee, es geht dann bis hier oder so. Ja, und das ist nur, dass diese Halter so ein bisschen darüber ragen. Und mal einen reinknallen. Ich mache da mal gerne schon mal gleich einen rein. Das Schöne ist, dass die Späne so wegfliegen bei diesem Geknütter.
hält echt gut. Ja. Mit unserem 4er Bohrer ist das top. So, das meiste der Späne ist jetzt da auf der Pflasterung gelandet, sodass wir die das einfegen können, weil hier oben das kriegst du nicht gefegt. Da müsstest du einen Sauger holen, das geht auch. Aber sonst ist dieses GBL 18V120 nicht schlecht, ist günstig und da kann man die normalen Akkus reinknallen, dann ist gut. Das haben wir schon oft gebraucht. Ich habe damals gedacht, braucht man das hier für 50 € oder was gekostet hat. Und jetzt braucht man es doch öfter, als man dachte. Ja, das stimmt. Ja, okay, dann kann ich jetzt die da hinten zum Feststellen. Ja, das war doch top. Wie passt das bei dir vorne bei der Kante? Hier sieht das ganz gut aus. Wenn ich jetzt optisch die Flucht gucke, sieht das gut aus. Ja, hier auch. Schön. Ja. So, jetzt haben wir da einen Anfang und hier ein Ende. Ja. Wäre gut, wenn das Kabel einmal drunter gelegt wird, dass wenn es regnet, das nicht nass wird. Das sieht echt gut aus, finde ich. Ja. Die sind so groß, dass man gerade noch auf der anderen Seite hinkommt zum Festschrauben, aber wirklich nur mit Ach und Krach. Ja, wir haben das ja nicht, wir haben das ja selber geplant oder auch nicht geplant, keine Ahnung. Wir haben ja keine Firma beauftragt zu überlegen, wie viele Paneele hier hinpassen. Ich habe das so mal grob mir angesehen, da ein paar Maße genommen. Ach komm, wir knallen da 15 Stück drauf. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, aber ich freue mich natürlich dann wieder über den Ertrag. Es geht hier so ein bisschen mehr rüber, als ich dachte, weil dann ist da ja noch die Mittelklemme mit Abstand und bla bla bla. Dann kommt das alles weiter raus hier. Ne? Das sind dann nochmal 6-7 cm weiter. Ich dachte, wir gehen da bündig, dann passt das ungefähr mit dem Plastikhöcker. Wenn es dann 5 cm drüber guckt, macht nichts. Jetzt sind das 15 oder 20. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Aber du, Lichtband haben wir ja immer noch in der Mitte. Ja. Und das wird schon gehen, glaube ich. Kommt jetzt ja viel mehr Licht durch nach der Reinigungsaktion. Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, es ist trotzdem heller als vorher. Mhm.
Ja, okay, ja dann. Aber sonst ist das, guck mal, wir haben jetzt 6 Stück aufgebaut. Wir sind gleich bei der Hälfte. Wenn wir noch 2 Stück haben, wir mehr als die Hälfte. Und die hier in der Mitte kommen ja einfach eine Reihe auf das Sandwich-Blech. Und da kommt dann hier nochmal eine Doppelreihe. Ich weiß auch nicht, ich glaube, wir sollten jetzt einfach die Doppelreihe genauso machen wie die. Ne? Okay. So, hier Akkuschrauber. Wenn du mit dem Finger ganz unten drückst, ich weiß ja nicht, wie Ja, ich mach ich. dann geht es einfacher. Wie ist es mit dem? Da war die Nut gut. Die ist ja auch gut, aber ich muss mal. So, machen wir mal ganz ran. Ich habe ihn hier ein bisschen hergezogen. Ja. Frage, wollen wir Passt, zieh nach. erstmal auf der Seite aufstellen und dann gleich verbinden und dann runterlassen? Nee, den kannst du so runterlegen, da laufe ich dann mal hin. Okay. Unten musst du aber verbinden, glaube ich. Das vorher, ja. Das Willst du den da hin? Dann kann er da ja vielleicht so wieder umgelegt werden. Ja, Carolus, dass wir das mal eben so alles hier raufknallen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee. Ah, irgendwie. Nee, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die Hälfte geht zu Bruch. Nee, sieht klasse aus. 100%. Haben wir doch alle jetzt. Tja, ich muss sagen, das war mal wieder ein Top-Projekt. Also, ist auch noch nicht abgeschlossen, aber die Einheit, dass wir heute die Platten drauf machen, also die Module, das hat super geklappt. Ist das jetzt DIN-gerecht? Keine Ahnung. Klasse. Wir haben hier Thermosolar und PV. Besser geht's doch nicht. Nee, ich finde auch. Also der String ist jetzt so, dass der sich hier schlängelt. Der kommt da an
Dann geht dann das so hin und her. Dann wechselt er rüber auf die Seite, da sieht man das Kabel. Ja. Dann geht das einfach hier hoch und dann geht das rüber, komplett runter. Weil wenn wir hier auch so schlängeln würden, würden wir da hinten rauskommen. Das heißt, ich habe gerade rüber und gerade zurück. Jetzt müssen wir nur ein Kabel in die Ecke und in die Ecke. Dann haben wir die beiden Plus und Minus. Genau, hier geht's rein und bei dem letzten Panel, da geht's raus. Dann machen wir das Kabel hier unten an der Alukante entlang. Ja. Da an dem Thermosolar. Und ja, ist doch gut. Dann haben wir es beim Wechselrichter ja schon halb. Ich habe Stringkabel da, das machen wir dann nächstes Mal. Das wird super. Ja, Dino, hat mir Spaß gemacht. Ja. Super. Super Aktion. Ja, geil. Also, wenn ihr die ganze Playlist gucken wollt, kein Thema, haben wir da. Ist vielleicht nur noch nicht ganz fertig, aber wenn sie jetzt schon fertig ist, ist das ja in der Zukunft, dann ist es noch besser. Dann können die Leute jetzt alles gucken und nachbauen. Für einen Apfel und ein Ei, alles selber bauen. Klasse. Aber andererseits, das kann man auch so selber, aber ich würde es mir lieber angucken. Ja, ich würde auch. Wenn ich jetzt da mein Video vorher gesehen hätte, hätte ich es natürlich wahrscheinlich genauso gebaut, aber du weißt, wie ich meine. Ja. Nee, 100%. Also Leute, guckt euch die Playlist an. Ihr könnt euch auch die gesamte Playlist unseres Messi-Hauses angucken. Abonniert den Kanal, lasst ein Like dafür dieses wirklich schöne Video. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ihr könnt auch mal einen Kommentar reinschreiben, ne? Leute, bitte, seid so nett. Also Carlos, nochmal kurz den Thumbnail. Pack zusammen. Der Reiz. Er packt schon zusammen, Leute. Ich mache jetzt den Abspann rein. Wir essen heute Pizza und ja. ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ach so, alles klar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ich muss jetzt nochmal kurz Thumbnail machen. Ja. Haben wir das Ding? Haben wir doch, schon. Ich habe schon so. Ja, aber habe ich gerade geredet? Mal so, Ja, ist doch gut. Nee, ist scheiße. Ja,